guten Morgen zusammen. Okay, good morning everyone. Auch an euch guten Morgen. And good morning to you guys. Heute sprechen wir über Philippa, das zweite Kapitel, Vers 3 bis Ende 7. Today we'll be talking about Philippians 2 from 3 to 7. Philippus, da schreibt der Paulus einen Brief an die Gemeinde in Philippi, an die Christen in Philippi. Wait. Paul schreibt? Ja, einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Yeah. Paul is writing a letter to the Philippians. Das ist die erste Gemeinde, die Paulus 49 nach Christus gegründet hat in Europa. And that was the first church that Paul had founded 49 years after Jesus' birth. Sie liegt 15 Kilometer nordwestlich von heutigen Kavala. That's 15 kilometers from northwest from the city of Kavala. Beim Dorf Krinides in Griechenland. By the village of Krinides. Yes, in Greece. Ein Atmen aus. Atme tief durch. Stay focused. Too many numbers. Okay. Yeah. Also ich lese hier mal eben ganz vor. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern indem achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie seinen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Do not do anything out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Do not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ich bitte mich nochmal wissen, welche. Philippa 2, Vers 3 bis Ende 7. Also es fängt damit an mit tut nichts aus Selbstsucht. It starts with don't do anything out of selfishness. Genau, also aus Selbstsucht, sich selbst etwas, also Egoismus. So selfishness meaning being self-centered or egoistic. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber ich finde, die Welt wird immer egoistischer. I don't know if you've noticed, but I feel like the world becomes more egocentrical. Es geht immer um ein Selbst. It's always about yourself. Man sucht immer seinen eigenen Vorteil in bestimmten Situationen. You're always looking for your own self-interest or benefits in every situation. Das hatte ich letztens nochmal gemerkt. And I noticed this last time. Ich habe meine Oma abgeholt, weil mein Onkel Geburtstag hatte. Sie ist 88. When I picked up my grandmother for my uncle's birthday and she's 88. Und sie sagt, sie fährt am liebsten mit mir, weil ich so ein guter Fahrer bin. And she said she wants to drive with me because I'm such a good driver. Aber ich glaube, ein großer Grund ist auch, dass mein Auto einfach was höher ist und sie leichter ein- und aussteigen kann. But I also think it's because my car is a little taller, so it's easier for her to come in and out. Und dann sind wir halt dahin gefahren zu meinem Onkel. And so we drove to my uncle. Und als wir an der Bushaltestelle, die auf der Gegenfahrbahn war, vorbeigefahren sind, And as we drove past a bus stop on the other side of the street, stand da ein Bus. there was a bus. Und die Autos, die eigentlich hätten warten sollen, weil das Hindernis auf deren Seite war, And the cars that should have waited because the obstacle was on their side sind einfach gefahren. just drove. Also musste ich abbremsen, So I needed to brake fast stehen bleiben, and come to a full stop bis ich in diese Lücke kam, until damit ich I auch weiter vorbeifahren kann. came through the space in between so I could go past. Dann sagte meine Oma mir, And my grandmother said to me, dass sie in der Fahrschule damals gelernt hat,
that in the driving school all those years ago she learned dass die warten müssen, that they have to wait wenn das Hindernis auf deren Seite ist. when the obstacle's on their side. Dann habe ich zu meiner Oma gesagt, ich habe das auch so gelernt. And then when I told my grandmother, I also learned it that Und way. ich glaube, dass es heute immer noch so ist. And I think it's still like that. Aber leider ist die Welt so egoistisch, dass jeder immer nur seinen Vorteil sieht. But sadly, it's so that the world is so egocentric that they only are interested in their own benefits. Man hat keine Zeit anzuhalten, auch wenn man es eigentlich müsste. Nochmal. Man hat keine Zeit anzuhalten, auch wenn man es Ha. eigentlich müsste. People don't have the time to wait, even when they should. Und die Welt zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass man an sich denkt. And the world shows us how important it is to think about yourself. Diese Me-Time, Me time, die oft meiner Meinung nach fehlinterpretiert wird, that in my opinion is interpreted a little too deeply into. die aus egoistischen Motiven oft angewandt wird. That's built on egocentric ideologies. Natürlich ist es auch manchmal gut, Zeit mit sich zu verbringen, Of course, it's important to spend time with yourself, aber es sollte immer wichtiger sein, für jemanden da zu sein oder mit jemandem zu sein. but it's more important to be with someone and be there for Und someone. andere sollten nicht darunter leiden, And other people shouldn't suffer under that. dass man sagt, ich brauche jetzt meine Me-Time, ich muss jetzt alleine sein. That I should be alone and I need my time. Alle anderen müssen warten, And everyone has to wait. alle anderen Probleme interessieren mich nicht. All other problems aren't important to me. Jetzt geht es nur um mich. It's only about me. Dann wird uns auch suggeriert oder gesagt, And then it's also said to us dass wenn einem etwas nicht passt, that when something doesn't suit our wants, was uns gerade nicht gefällt yeah, what we don't like in that oder was wir moment, gerade nicht machen möchten, what we don't want to do in that moment, dann macht es einfach nicht. then we just don't do it. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Most important is that you feel comfortable. In vielen Beziehungen will sich keiner mehr festlegen. In a lot of relationships, people don't want to commit, Und viele Beziehungen gehen auch kaputt. and many relationships are ruined Wegen diesen egoistischen Gedanken. because of these egocentrical thoughts. Denn wenn irgendwas nicht perfekt läuft, Because when something's not perfect, dann gibt man es halt auf. then you give it up. Aber gerade in Beziehungen, But especially in relationships, egal ob es Partner sind it doesn't matter if it's your partner, oder Freunde your friends, oder die Beziehung zu Gott, or your relationship to gibt es God, immer Höhen und Tiefen there's always highs and lows, und es ist immer Arbeit. and it's always going to be work. Jesus hatte die Beziehung zu Petrus Jesus had a relationship to Peter und hat sie nicht beendet, obwohl er wusste, dass er ihn dreimal verleugnen würde. and didn't end that relationship even though he knew that Peter would deny him 3 times. Und trotzdem hat er sein Herzblut in diese Beziehung gesetzt oder gesteckt. And despite all that, he put his blood and heart into the relationship Weil er wusste, was aus dieser Beziehung entstehen würde. because he knew what would come out of the relationship. Und dann habe ich mich gefragt, würde ich, wenn ich wüsste, dass diese Beziehung so endet, And I asked myself, if I knew how that relationship would end, überhaupt in diese Beziehung gehen? would I even start the relationship? Also um es nochmal zu wiederholen, tut nichts aus Selbstsucht, And so now we repeat ourselves, do nothing out of self-interest oder nichtigem Ehrgeiz, wie der Vers weitergeht. or out of vain conceit. Jetzt hört man oder liest erstmal Ehrgeiz und denkt, das ist ja eigentlich was Positives. Or selfish ambition. And when you hear selfish ambition, you think it's probably something more positive. Oft ist man ja, wenn man ehrgeizig ist, fleißig. And when you have self-ambition, then you're, hardworking, Ambitioniert. ambitious, Zielorientiert und nicht faul. goal-oriented, and not lazy.
Nun steht aber mit nichtigem Ehrgeiz. Nichtigen Ehrgeiz. Wrong. Wrong. Falschen Ehrgeiz zum Beispiel. Kannst du auch nicht. Aha, but here it says wrong conceit or vain conceit. Also unwichtig oder bedeutungslos heißt nichtig auch. So not important or was? Meaningless. Meaningless. Damit ist das Weltliche gemeint. And with that we mean the world, Das sollte viel unwichtiger für uns sein. which should be less important for us. Ruhm oder der Beste in etwas zu sein, Fame or being the best in something sollten nicht im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, shouldn't be the center of our lives, sondern unser Ehrgeiz sollte darin bestehen in geistlichen Dingen. but our self-ambition should be, or our ambition should be in spiritual things. Und auch unsere Zeit in diese Dinge zu stecken. And to invest our time in those Wie things. zum Beispiel Bibel lesen, For example, reading the Bible, Zeit für Gebet nehmen taking the time to pray, und seine Berufung leben. and to live out your calling. Und darin sollte man seine Zeit verbringen, um darin besser zu werden. And we should put our time in that to become better. Weiter geht es, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. And it goes on to say, rather in humility value others above yourself. Das bedeutet nicht, dass man sich selbst schlecht machen sollte, um den anderen besser dastehen zu lassen. And it doesn't mean that you should put yourself down to show others in a better light, Aber man sollte ruhig deren Fähigkeiten anerkennen. but we should recognize the abilities of others. Und es sollte aus der Wahrheit heraus geschehen. And it should be out of the truth. Also wenn ich jetzt zum Scheiern zum Beispiel sage, dass er gut Fußball spielt oder besser Fußball spielt als ich, For example, when I go to Shayan and say he plays football well or better than me, kann ich das auch, wenn ich älter bin als er, anerkennen. even though I'm older, I can recognize that. Und in diesem Bereich achte ich ihn höher als mich. And in that area, I see him as higher than me. Wenn er aber jetzt dasselbe sagen sollte, But if he was to say the same thing to me, hat es nicht dieselbe Bedeutung, obwohl er das Gleiche sagt. it doesn't have the same meaning or weight, even though he's saying the same thing. Denn das eine ist wahr, er ist besser als ich, das andere nicht, auch wenn wir dasselbe sagen. For one is true, even though we're saying the same thing. Also sollten wir die Sachen anerkennen und achten, die wirklich stimmen, So we should recognize and the things that are true, aber auch in den Bereichen, wo es etwas gibt zum Anerkennen. and in the areas where there's something to recognize. Denn sonst verliert es die Wirkung. Otherwise, it'll lose its effect. Einmal für ihn, One for him, weil er denkt, er kann sowieso alles gut, wenn ich es immer jedes Mal sage in allen Bereichen. because he thinks he can do everything well in every area anyways. Und andererseits für mich, weil ich mich immer kleiner mache, als ich eigentlich bin. And on the other side for myself, because I make myself lower than I truly am. Dann geht es weiter mit jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Das, ne? Rather, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of each other. Genau. Da kommt auch wieder dieses mit dem Egoismus mit drin vor. And that ego or self-interest comes into play again. Und da hatte ich Anfang des Jahres etwas, wo ich überführt wurde. And at the beginning of the year, I had something where Gott mich quasi darauf aufmerksam gemacht. where God made me aware of something. Meine Mutter hatte einen leichten Herzinfarkt Anfang des Jahres. My mother had a small heart attack, Und durch Gebet kam ich eigentlich ganz gut klar mit der Situation. and through prayer, I got through the situation. Und irgendwann hat meine Cousine, mit der ich viel Kontakt habe, And at some point, my cousin, who I had a lot of contact with, nachdem sie mit meiner Mutter gesprochen hat, mir geschrieben after she talked to my mother, wrote to me und fragte mich, wie es mir geht. and asked me how I was doing. Und ich dachte, gut. And I thought, good. Und dann dachte ich, so viel Familie, aber keiner interessiert sich, wie es mir geht.
And I thought, so many family members, but nobody's worried about how I'm doing. Nur meine Cousine hat gefragt, wie es mir geht. Only my cousin is asking how I'm doing. Immerhin hat meine Mutter einen Herzinfarkt gehabt. My mother had a heart attack. Und da war ich erstmal enttäuscht von meiner Familie. And at first I was disappointed in my family. Und auch sauer, dass keiner an mich denkt. And a little salty because nobody was thinking about me. Ein paar Tage später habe ich dann, als meine Mutter im Krankenhaus war, mit ihr telefoniert. And a few days later, I talked to my mother as she was in the hospital. Und dann fragte ich, wie es ihr geht. And I asked her how she's doing. Und sie sagte, ganz gut. She said, good. Die ganze Familie war schon hier und hat mich besucht. The whole family came and visited me. Und dann erst habe ich realisiert, And only then I realized, stimmt, sie liegt im Krankenhaus. oh yeah, she's the one in the hospital. Sie ist die, die das durchgemacht hat. She's the one who's gone through something. Sie hatte den Herzinfarkt. She had the heart attack. Sie muss damit jetzt weiterleben und ihr Leben ändern. She has to live with that and continue her life. Und es ging gar nicht um mich in dieser Situation. And it wasn't even about me in this situation. Oder um mein Wohl, Or how I felt, sondern um ihr Wohl. but about how she feels. Und ich glaube, das ist auch oft, oder als oft in solchen Situationen, And I think it's very often in such situations wo wir auch erstmal an uns denken, where we think about ourselves at first, auch wenn jemand zum Beispiel ins Krankenhaus kommt even if someone else ends up in the hospital oder jemand krank wird or gets sick, und man denkt, toll, jetzt habe ich noch mehr Arbeit, and you think, great, now I have even more work. jetzt muss ich auch noch ins Krankenhaus die Person besuchen. Now I have to go to the hospital and visit them. Dabei geht es gar nicht um uns. But it's not even about us. Und im Vers 5 bis 7 And in verse 5 to 7, heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Jesus ging es nicht um Ruhm oder Anerkennung. For Jesus, it wasn't about fame or being recognized. Er prahlt doch nicht mit den Wundern, die er vollbracht hat. He didn't even brag or boast about the miracles he had done. Seine Me-Time His me time, nutzte er, um mit seinem Vater zu sprechen. he used to spend time with his father. Und das zeigt uns auch, wir sollten nicht prahlen. And that shows us that we shouldn't brag. Denn alles, was wir erreichen, Because everything that we achieve, erreichen wir durch seine Gnade we achieve through his grace und seine Liebe. and his love. Und alles, was wir haben oder gut können, And everything that we have and can do well, haben wir auch nur ihm zu verdanken. we have because we can only thank him. Und natürlich ist es schön, wenn man was Tolles gemacht hat, And of course it's nice when you can do something cool or great dass man auch mal hört, oh, ich bin stolz auf dich. and you hear, oh, I'm proud of you. Aber dies sollte nicht die Motivation sein. But that shouldn't be your motivation. Das sollte uns nicht antreiben, etwas zu tun. That shouldn't be our drive to do something. Wichtiger sollte es sein, dass wir damit Gott ehren It's more important that we honor God und dass wir dankbar sind, and that we're thankful dass wir dieses erreichen können. that we were able to fulfill that. Also wenn ihr das nächste Mal etwas sagen oder tun wollt, So the next time you want to do something or achieve something oder etwas sagt, or say something, davor solltet ihr vielleicht eure Motive hinterfragen. maybe you should ask yourself about the motive behind it. Geht es wirklich um euch? Is it really about you? Dient es dem Wohl eines anderen? Does it serve the comfortability of someone else? Oder vernachlässige ich sogar jemand anderen damit? Or am I burdening someone with it? Ist eure Me-Time wirklich wichtiger, als jemandem zu helfen? Is your me time more important than helping someone? Und als Herausforderung für diese Woche,
And as a challenge for this week, fordere ich euch auf, I challenge you etwas Selbstloses oder Uneigennützes, to do something selfless, jemandem zu helfen, to help someone, egal ob ihr gefragt werdet oder nicht, sondern einfach mal zu helfen, wenn ihr seht, jemand braucht Hilfe. It doesn't matter if you were asked or not, but just help someone. Aber auch Personen mal fragen, kann man dir helfen? Liegt dir was auf dem Herzen? Möchtest du über was sprechen? Or just ask someone, can I help you in any way? Do you have something on your heart? Do you have something you want to speak about? Oder ruft einfach mal jemanden an, mit dem ihr schon lange nicht gesprochen habt, weil ihr nie Zeit habt. Or just call someone you haven't talked to in a while because you don't have time. Oder verteilt ein ehrliches Kompliment, ohne dass ihr erwartet, dass ihr eins zurückkriegt. Or share At least. a true compliment without expecting one back. Okay, dann möchte ich jetzt noch beten. And I'd like to pray. Herr, Dank für dein Wort. Lord, thank you for your word. Hab Dank für deine Überführungen, Thank you for your guidance, für die Momente, in denen wir realisieren, for the moments where we realize was wichtig ist im Leben, what's important in life, worauf es ankommt im Leben, what it's about in life or where it leads to, was unsere wahren Motive sein sollten, what our true motivation should be, um dich zu ehren to honor you, und deine Liebe zu teilen to share your love, und deine Liebe mit anderen zu teilen, to share your love with others, aber auch mit einem selbst. but also with ourselves.